Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um eine der größten Herausforderungen und gleichzeitig eine der charakteristischsten Eigenschaften der deutschen Sprache zu meistern. In unserer letzten Folge waren wir Satzakrobaten. Mit der stilistischen Inversion haben wir gelernt, wie wir unsere Sätze mit kaum, selten oder nur wenn beginnen, um Spannung und Eleganz zu erzeugen. Wir haben also gelernt, wie wir den Anfang unserer Sätze kunstvoll gestalten. Heute widmen wir uns dem Ende und dem langen, langen Weg dorthin. Wir sprechen über die berühmt-berüchtigte deutsche Satzklammer, aber in ihrer extremsten Form. Die Satzklammer XXL. Du kennst das Phänomen sicher. Du hörst einen deutschen Satz, das erste Verb kommt am Anfang und dann redet und redet und redet der Sprecher, fügt Informationen hinzu, Adverbien, Objekte, kleine Partikel. Du wartest und wartest und wartest. Und erst ganz am Ende, nach einer gefühlten Ewigkeit, kommt der zweite Teil des Verbs, der dem ganzen Satz erst seinen Sinn gibt. Sätze wie „Ich habe gestern Abend wegen des schlechten Wetters doch tatsächlich einfach nur zu Hause auf dem Sofa gemütlich ein Buch gelesen“. Für viele Deutschlerner ist das wie ein Marathonlauf, bei dem man die Ziellinie nicht sieht. Es ist eine der größten Hürden für das Hörverstehen und eine Quelle großer Unsicherheit beim eigenen Sprechen. Ich verspreche dir, am Ende dieser Folge wirst du diese langen Sätze nicht mehr fürchten. Du wirst sie als das sehen, was sie sind. Ein großes, leckeres Sandwich. Wir werden lernen, wie dieses Sandwich aufgebaut ist, welche Zutaten hineinkommen und wie du es selbst belegen kannst, ohne dass alles auseinanderfällt. Wir werden Strategien entwickeln, wie du beim Hören den Faden behältst und wie du beim Sprechen deine eigenen, komplexen Sätze sicher zu Ende bringst. Bist du bereit für das Satzsandwich XXL? Dann lass uns anfangen zu belegen. Das Grundprinzip. Die Satzklammer als Sandwich. Bevor wir uns die XXL-Version ansehen, müssen wir das Grundprinzip der Satzklammer noch einmal verinnerlichen. Ich nenne es gerne das Satz-Sandwich-Prinzip. Ein deutscher Hauptsatz, der ein mehrteiliges Verb hat, ist wie ein Sandwich aufgebaut. Die erste Brotscheibe, das ist das konjugierte Verb auf Position 2. Es ist der Anfang, der uns sagt, welche Art von Handlung kommt. Zum Beispiel, ich habe, ich kann, ich fange. Die Füllung, das ist das große Mittelfeld. Hier packen wir alle unsere Informationen hinein. Wer, was, wem, wann, warum, wie, wo. Das ist der leckere Belag unseres Sandwiches. Die zweite Brotscheibe. Das ist der zweite, nicht konjugierte Teil des Verbs am absoluten Satzende. Es ist das Partizip 2, der Infinitiv oder das trennbare Präfix. Diese zweite Scheibe schließt das Sandwich ab und gibt der Füllung erst ihren vollen Geschmack und Sinn. Ein einfaches Sandwich: Ich habe ein Buch gelesen. Die Herausforderung, über die wir heute sprechen, entsteht, wenn die Füllung, das Mittelfeld, immer größer und größer wird. Die Zutaten. Was macht die Füllung so groß? Was genau sind die Zutaten, die unser Satzsandwich so unglaublich reichhaltig und lang machen können? Es ist eine Kombination aus verschiedenen Elementen, die wir in früheren Folgen schon kennengelernt haben. Zutat 1. Die Objekte, Akkusativ und Dativ. Jeder Satz braucht seine Hauptdarsteller. Ich habe meinem Freund das Buch gegeben. Zutat 2. Die Tecamolo-Angaben, adverbiale Bestimmungen. Hier kommt der Großteil der Information hinein. T. Wann? Gestern Abend. K. Warum?
wegen seines Geburtstags. Mo, wie, mit großer Freude. Lo, wo, in einem Restaurant. Zutat 3, die Würze, Modalpartikel und kleine Adverbien. Das sind die kleinen Wörter, die dem Satz Gefühl und Nuance verleihen. Partikeln, ja, doch, mal, denn, eben. Adverbien, vielleicht, wirklich, eigentlich, glücklicherweise. Wenn wir all diese Zutaten zusammenmischen, entsteht das XXL-Sandwich. Nehmen wir unseren Satz von eben. Ich habe meinem Freund das Buch gegeben. Und jetzt belegen wir ihn kräftig. Ich habe meinem Freund gestern Abend wegen seines Geburtstags glücklicherweise doch noch das Buch, das er sich so sehr gewünscht hat, in dem kleinen Laden um die Ecke gefunden. Puh, das ist ein langer Satz, aber er ist nicht chaotisch, er folgt einer inneren Logik. Und der Schlüssel, um diese Logik zu verstehen, ist zu lernen, wie man beim Hören und Sprechen navigiert. Strategie für Hörer: die Kunst des Verbaufschiebens. Wie schafft es ein deutscher Muttersprachler, bei so einem Satz nicht den Faden zu verlieren? Durch eine mentale Technik, die ich das Verb aufschieben nenne. Wenn ein Deutscher am Anfang des Satzes das konjugierte Verb hört, zum Beispiel ich habe oder ich kann, dann passiert in seinem Gehirn etwas ganz Wichtiges. Er öffnet eine mentale Schublade, legt das Verb habe oder kann dort hinein und weiß, okay, die eigentliche Handlung kommt erst ganz am Ende. Alles, was jetzt kommt, sind nur Details, Beschreibungen, die Füllung des Sandwiches. Dein Gehirn muss also lernen, die Spannung auszuhalten. Es muss lernen, die erste Brotscheibe zu nehmen und geduldig auf die zweite zu warten. Eine praktische Übung dafür: höre dir bewusst lange deutsche Sätze an, zum Beispiel in den Nachrichten oder in anspruchsvolleren Podcasts. Sobald du das erste Verb hörst, sage es dir im Kopf oder leise vor, okay, habe, und dann konzentriere dich nur darauf, die Informationshäppchen im Mittelfeld zu sammeln. Wer, was, wann, wo. Und wenn dann am Ende das Partizip gesehen kommt, nimmst du dein habe aus der mentalen Schublade und setzt es zusammen. Aha, habe gesehen. Das ist wie beim Kochen. Du bereitest alle Zutaten vor und erst ganz am Ende fügst du alles zusammen. Du musst lernen, die Informationen im Mittelfeld zwischenzuspeichern und nicht in Panik zu geraten, weil die Auflösung erst am Ende kommt. Strategie für Sprecher: in Bausteinen denken und bauen. Und wie kannst du selbst solche Sätze bauen, ohne dich zu verheddern? Der Schlüssel ist, nicht zu versuchen, den ganzen Satz von Anfang bis Ende im Kopf vorzuplanen. Das ist fast unmöglich. Stattdessen musst du lernen, in Bausteinen zu denken und den Satz schrittweise aufzubauen. Schritt 1: das Grundgerüst festlegen. Beginne immer mit dem einfachen Sandwich. Subjekt plus Verb 1 plus Objekt plus Verb 2. Ich will dich besuchen. Schritt 2: die TK-Molo-Bausteine hinzufügen. Jetzt fügst du nach und nach die adverbialen Informationen hinzu, am besten in der TK-Molo-Reihenfolge. Wann? Ich will dich morgen besuchen. Wie? Ich will dich morgen unbedingt besuchen. Wo? Ich will dich morgen unbedingt zu Hause besuchen. Schritt 3: die Würze hinzufügen. Ganz zum Schluss kannst du noch die kleinen Partikeln einstreuen, um dem Satz mehr Gefühl zu geben. Ich will dich morgen doch wirklich mal unbedingt zu Hause besuchen.
Wenn du deine Sätze so schrittweise aufbaust, behältst du die Kontrolle. Du beginnst mit einem stabilen Rahmen und füllst ihn dann logisch auf. Ein besonderer Fall: mehrere Verben am Ende, Doppelinfinitiv. Manchmal wird es am Ende richtig voll. Das passiert oft mit Modalverben in der Vergangenheit oder mit Verben wie lassen. Ich habe gestern nicht ins Kino gehen können. Hier stehen am Ende zwei Infinitive, gehen und können. Das ist die berühmte Ersatzinfinitivregel. Er hat sein Auto reparieren lassen. Auch hier zwei Infinitive, reparieren und lassen. Die Regel für die Reihenfolge am Ende ist meistens Hauptverb Infinitiv vor Modalverb oder lassen Infinitiv. Also gehen können, reparieren lassen. Diese doppelten Infinitive sind die letzte Zutat für unser XXL-Sandwich und ein klares Zeichen für fortgeschrittene Grammatik. Der Rhythmus des Sandwiches. Pausen und Betonung. Ein langer Satz wird nicht in einem einzigen Atemzug heruntergerattert. Er hat einen Rhythmus. Muttersprachler benutzen kleine Pausen und die Betonung, um die lange Füllung in verdauliche Häppchen zu unterteilen. Hör dir unseren langen Beispielsatz noch einmal an, aber diesmal mit Fokus auf den Rhythmus. Ich habe gestern Abend wegen des schlechten Wetters doch tatsächlich einfach nur zu Hause ein Buch gelesen. Du siehst, der Satz wird in logische Informationsblöcke unterteilt. Jede Zutat des Sandwiches wird kurz präsentiert, bevor die nächste kommt. Wenn du beim Sprechen lernst, diese kleinen rhythmischen Pausen zu machen, werden deine langen Sätze nicht nur für dich einfacher zu bauen, sondern auch für deine Zuhörer viel leichter zu verstehen. Und damit haben wir das Geheimnis des Satzsandwiches XXL gelüftet. Lange deutsche Sätze sind keine unüberwindbare Mauer, sondern eine kunstvoll geschichtete Mahlzeit. Sie folgen einer klaren Logik, und mit den richtigen Strategien kannst du sie sowohl als Zuhörer als auch als Sprecher meistern. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. 1. Die Satzklammer ist dein Sandwich. Das konjugierte Verb ist die erste Scheibe, der Rest des Verbs die zweite und dazwischen liegt die Füllung. 2. Die Füllung besteht aus Objekten, TK-Molo-Angaben und kleinen Würzwörtern. 3. Als Hörer musst du lernen, das erste Verb mental aufzuschieben und geduldig auf das Ende zu warten. 4. Als Sprecher solltest du deine Sätze in logischen Bausteinen aufbauen und nicht versuchen, alles auf einmal zu planen. 5. Achte auf den Rhythmus. Kleine Pausen und gezielte Betonung machen lange Sätze verständlich. Mein Tipp der Woche ist das Satzerweiterungsspiel. Nimm einen ganz einfachen Satz mit einer Satzklammer, zum Beispiel: Ich habe ferngesehen. Deine Aufgabe ist es, diesen Satz Schritt für Schritt immer länger zu machen. Füge eine Zeitangabe hinzu: Ich habe gestern Abend ferngesehen. Füge einen Ort hinzu: Ich habe gestern Abend zu Hause ferngesehen. Füge eine Art und Weise hinzu: Ich habe gestern Abend zu Hause gemütlich ferngesehen. Spiele dieses Spiel und schau, wie lang du dein Sandwich machen kannst, ohne dass es unlogisch wird. Das ist das beste Training für den Umgang mit dem langen deutschen Mittelfeld. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge geholfen hat, die Furcht vor langen deutschen Sätzen zu verlieren, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge reisen wir noch einmal in die Welt der Fantasie und der verpassten Gelegenheiten, aber auf höchstem Level. Wir beschäftigen uns mit dem Konjunktiv 2 im Perfekt, der Grammatik für die irreale Vergangenheit. Wir werden lernen, wie man Sätze bildet wie: Ich hätte das machen sollen oder
Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gegangen. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.